Aber es gibt gerade ein Halloween-Event, mit dem man sich wirklich brutal gut vorbereiten kann. Also eigentlich jetzt gerade ist wirklich so klassisch, du gehst online, machst Daily Tower Dailies, Daily Spielzeitbelohnungen, Battle Pass, Event Dungeon, gehst wieder offline. Je nachdem, wie viele Charakter du hast, dauert es 20 Minuten oder 2 Stunden, je nachdem, aber die wenigsten haben so viele Charakter, dass es 2 Stunden dauert. Bei mir dauert es 2 Stunden. Aber wenn du das machst, spielst du so wenig wie möglich mit dem maximalen Output. Du bekommst Products, du bekommst krass viele Power-Ups und Amplis und so. Du bekommst auch ein bisschen Penya, sodass du dann in einem Monat zum Update hast du ein bisschen Penya, paar hundert Mio wahrscheinlich sowas, damit du halt zumindest ein bisschen liquide bist, um dir das eine oder andere zu kaufen. Pet, Power-Up, irgendwas. Oder vielleicht gibt es auch einen neuen Penya-Sync, vielleicht kostet die Third Job Change, vielleicht kostet die ja sogar Geld oder so, oder die neuen Skills, vielleicht kostet irgendwas Geld, um wieder Penya-Sync zu machen. Weiß man ja nicht, könnte auch sein. Also Geld schadet nie, ein bisschen was zu haben. So ein paar hundert Mio sollte man nicht immer haben. Ein paar Milliarden lieber nicht, aber ein paar hundert Mio schaden nicht, wenn man rumliegen hat. Für den Fall der Fälle. Und dann, wie gesagt, machst du jetzt täglich den Halloween-Event-Dungeon, holst du da deine Amplis und Halloween-Balloons plus noch ein paar andere Power-Ups. Tower Dailies, wie gesagt, das Penya. Und Battle Pass ist Battle Pass. Battle Pass lohnt sich immer riesig. Ich habe ihn jetzt auch schon wieder fertig mit den meisten Chars. Und ja, Battle Pass ist geisteskrank, was man hier alles bekommt. Also allein die Products, die Scrolls, Dungeon Coins sogar. Gut, Dungeon Coins sind natürlich nicht so viel wert, aber ist ja auch Penya letztendlich. Also Battle Pass ist wirklich the GOAT. Wenn es den nicht gäbe, wäre es schon sehr viel schlechter. Also ich finde, das, was man täglich momentan kriegt, jetzt mit dem Event Dungeon, ist schon ziemlich gewaltig. Und wie gesagt, wenn du jetzt, sagen wir mal, du hast nur 2 Chars, du brauchst 10 Minuten für Tower Dailies, dann zweimal 2 bis 3 Minuten für den Event Dungeon und dann lässt deine Chars halt noch ein bisschen AFK rumstehen. Für die Spielzeitbelohnungen, 40 Minuten online, plus 5 Tage Einlog-Serie. Und du kriegst wirklich massiv viele Items. Ich glaube, der Kriton hat noch keinmal seinen Skill gemacht, by the way. Kriegst massivst viele Items für quasi nichts. Du spielst quasi gar nicht richtig. Das ist schon brutal. Wenn du das einen Monat machst, bist du halt selbst mit 2 Chars schon super gewappnet. Vor allem wirst du halt einfach Power-Ups ohne Ende haben. Also Amplis vor allem. XP-Power-Ups ohne Ende. Und kannst dann richtig fett losleveln. Sitzt noch auf 125er Knight. Ja, ein Grund mehr, jetzt trotzdem noch ein bisschen was zu machen. Dann bist du in einem Monat, selbst wenn du nur das machst, was ich gerade gesagt habe, bist du in einem Monat safe 130 plus. Was jetzt nicht wirklich viel ist, aber besser als 125. Würde ich dir schon empfehlen. Also leichter als jetzt kommt man auf jeden Fall nicht mehr an Halloween-Balloons ran, das sowieso. Aber auch nicht an Amplis wahrscheinlich. Weil so viele Amplis gibt es schon eher selten. Also Amplis sind nicht wirklich selten, man kriegt sie immer wieder bei fast jedem Event. Aber halt meistens nur so 1 bis 10 pro Event oder so. Oder auch pro Battle Pass. Dass du wirklich jeden Tag bis zu 10 Stück bekommen kannst, das ist schon selten. Auf 5 Wochen gerechnet sind das halt im Schnitt wahrscheinlich 100 Amplis pro Char oder so. Oder bis zu 100 Amplis pro Char. In einem verhältnismäßig kurzen Zeitraum. Dann loggst du dich mal wieder ein. So schaut's aus. Der einzige Nachteil an dem täglichen Event-Dungeon ist, dass man ihn nicht mit mehreren Chars zeitgleich machen kann, aber er dauert dafür auch nur sehr kurz. Also, du musst irgendwie 30 Monster und 2 Giants töten, die sau wenig HP haben. Aber wann macht